Friedensfürst, bringe uns deinen Frieden. Friede, Antwort auf die tiefe Sehnsucht des menschlichen Herzens. Friede, damals wie heute, eine zerbrechliche Kostbarkeit. Friede, uns erkauft um einen teuren Preis. In unseren von vielfachem Krieg gezeichneten Tagen scheint der Ruf nach Frieden wie in ein Vakuum hineingerufen zu sein, verschluckt durch die dumpfe Realität des Hasses und der Liebe zur Macht. Friede, kann er Raum gewinnen in unserer Welt? Das Ereignis des Lebens Jesu hier auf Erden ist eine lebendige Botschaft des Friedens. Er, das ewige Wort, ist ein Wort des Friedens. Bei seiner Geburt, als er selbst noch keine Worte aussprechen konnte, haben die Engel dieses Wort hinausgerufen: Frieden auf Erden. Und die letzten Worte Jesu an seine Jünger vor seiner Himmelfahrt waren Worte des Friedens. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das ist das Versprechen Jesu an die, die ihn lieben. Frieden ist möglich, damals und heute. Aber er hat seinen Preis. Der viermalige britische Premierminister aus dem 19. Jahrhundert, William Gladstone, hat einmal gesagt: Wir hoffen auf eine Zeit, in der die Macht der Liebe die Liebe zur Macht ersetzen wird. Dann wird auf unserer Welt den Segen des Friedens sein. Ja, wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, dann wird Friede sein auf Erden. Ist das nicht damals geschehen in der Heiligen Nacht? Wir singen in einem bekannten deutschen Weihnachtslied in einer Strophe: Er entäußert sich aus seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Ja, wirklich, Gott, der Schöpfer von allem, was ist, die Allmacht in Person, legt seine Macht ab, entäußert sich aus seiner Gewalt, wählt die Macht der Liebe, die bereit ist, sich klein und verletzbar zu machen. Das ist ein unfassbares Geheimnis und doch eine Botschaft, die heute wirklich relevant ist. Klein und verletzbar, so erleben wir uns doch selbst immer wieder. Und der Druck, der oft mit dem konsumorientierten Weihnachtsfest verbunden ist, treibt uns nicht selten noch tiefer in das Gefühl der Ohnmacht und Überforderung. Wir können nicht das geben, was wir gerne geben würden. Und wir bekommen vielleicht von anderen nicht das, was wir gerne hätten. Und damit meine ich nicht die äußeren Geschenke, sondern vielmehr die Zuwendung, das Verständnis und die spürbare Liebe. Wir erfahren eben, dass wir verletzlich sind. Aber Weihnachten spricht zu uns gerade von dieser verletzbaren und verwundbaren Liebe. Sie spricht zu uns von dem fragilen Zustand des menschlichen Lebens überhaupt. Wir können uns nicht absichern gegen alles, was uns geschehen könnte. Das Fest lädt uns ein, unser Menschsein und unsere Verletzlichkeit erneut anzunehmen und uns bewusst zu werden, dass wir Liebe nur tief erleben können, wenn wir das Wagnis der Verwundbarkeit eingehen.
Die Macht der Liebe. Sie bezieht die Möglichkeit mit ein, dass sie nicht erwidert wird. Sie hört nicht auf, wenn sie mit Undank beantwortet wird. Sie ist die größte Macht im Himmel und auf Erden. Aber die Liebe zur Macht wird immer ihr Gegenspieler sein, dieser Unruhestifter, die Unheil und Dunkelheit um sich verbreitet. Egal, ob wir in den politischen Unfrieden in vielen Ländern der Welt hineinschauen oder in die kleinen Kriegsschauplätze unseres Lebens. Die Liebe zur Macht ist es, die den Frieden verhindert. Was ist das, Liebe zur Macht? Sie hat verschiedene Gesichter, beginnt aber mit jeder inneren Regung, Recht haben zu wollen, sich über andere zu erheben. Und wie oft erleben wir solche Regungen im eigenen Herzen? Meinen Frieden gebe ich euch. Der Friede Jesu ist dieser Friede, der durchbricht und siegt, in jeder ausgestreckten Hand die Versöhnung anbietet, in jedem freiwilligen Einsatz für andere, ob sie es sehen oder nicht, in jeder Unterbrechung des Tratsches und Klatsches durch ein positives Wort über den Angeklagten, in jedem zurückgehaltenen Schimpfwort, in jedem zuhörenden Ohr, in jedem verstehenden Blick, in jeder Freundlichkeit und sei sie noch so klein. Jesus sagt, selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Kinder Gottes heißen wir und sind wir, weil wir an Jesus Christus glauben. Kinder des Lichtes. Und wir werden als solche erkannt, wenn wir Frieden stiften. So wird unser Licht leuchten und die Dunkelheit und Kälte um uns herum erhellen und erwärmen. Ja, machen wir es in diesem Jahr wie Jesus und werden wir Mensch mit allen Konsequenzen. Ja, helfen wir mit, dass der Friede auch sich ausbreiten kann an dem Ort, wo ich stehe, wo wir stehen. Und beten wir auch an diesem Fest mit besonderem Nachdruck um das große Geschenk des Friedens auf Erden. Ja, ein gesegnetes, frohes und friedvolles Weihnachtsfest wünschen wir euch. Ja, und jetzt am Ende dieses Weihnachtsvideos, da möchten wir die Gelegenheit nutzen, um allen auch zu danken, die unser Projekt Jenseits des Gewöhnlichen im vergangenen Jahr unterstützt haben, durch das Anschauen der Beiträge, durch das Weiterempfehlen und die vielen schönen Rückmeldungen, die wir immer bekommen. Das freut uns wirklich sehr. Und ja, eben auch durch Spenden. Ja, ihr wisst, wir stellen hier diese Arbeit kostenlos im Netz zur Verfügung. Die Erstellung der Videos aber braucht wirklich nicht wenig Zeit und auch Geld. Und von daher sind wir allen wirklich sehr dankbar, die uns schon eine Spende geschickt haben oder die das noch tun möchten. In der Beschreibung des Videos, da gibt es einen Spendenlink und auch Angaben zu unserem Bankkonto, wo ihr das tun könnt. Und vor allem möchten wir auch besonders danken für das Gebet, für uns und für unser Projekt Jenseits des Gewöhnlichen. Auch wir versprechen unser Gebet, besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Dann nehmen wir Sie und euch alle gerne mit. Und ja, dann wünschen wir jetzt herzliche Weihnachtsgrüße aus Schönstadt. Tschüss. Tschüss.